Hast du auch gesehen? Ich habe sofort gesehen. Direkt, als es rauskam. Was? Das Werbevideo, das Einführungsvideo von Apple zur neuen VR-Brille. Und jetzt sind wir am Set und nehmen dazu ein Reaction-Video auf. Und in diesem Moment sehe ich gerade 41 Millionen Views in 5 Tagen. So, zum Thema Influencer. Apple ist ein verdammter Influencer. Okay, warum ist das so spannend? Weil, du erinnerst dich noch an das iPhone? Das iPhone hat wirklich unser Leben verändert. Unser Leben verändert. Und diese Brille hat das Zeug, dass auch viele Leben verändert werden. So, vielleicht nicht am Anfang, weil bei $3.500, da wird es viele geben, die sagen, das kann ich mir gar nicht leisten, will ich mir nicht leisten, völlig in Ordnung. Aber es wird genügend geben wie mich, der von Anfang an eine haben wird. Definitiv. Jetzt gucken wir da mal rein. Was kann das Teil? Wir stellen vor, Apple Vision Pro. Die Ära vom räumlichen Computer hat begonnen. Wenn du die Apple Vision Pro aufsetzt, siehst du deine Welt und alles, was dazugehört. Deine Lieblings-Apps liegen direkt vor dir, doch jetzt sind sie in deinem Raum. Das ist Vision OS, Apples allererstes räumliches Betriebssystem. Es ist vertraut und gleichzeitig bahnbrechend. Du navigierst mit deinen Augen. Du tippst einfach, um etwas auszuwählen. Du schnippst mit deinem Finger, um zu scrollen. Und du nutzt deine Stimme, um zu diktieren. Es ist wie Magie. Apps haben Dimension, reagieren auf Licht und werfen Schatten. Auch wenn diese räumlichen Erlebnisse in der Vision Pro passieren, sieht es so aus, fühlt und hört sich so an, als wären sie körperlich da. Also ich glaube, keine Firma kriegt das so gut hin, dass sie das Produkt so in den Mittelpunkt stellt. Und nicht alles drumherum. Die Modefirmen, die haben immer irgendwelche tolle Models und so weiter. Und hier ist es einfach, das Produkt wirkt. Das kann keiner so gut wie Apple. So, das Zweite ist, Apple hat sich das Set bei uns abgeguckt. Muss man einfach mal so sagen. Ja? Das mit dem Wohnzimmer hier. Also Apple, wir werden euch nicht verklagen. Ihr bekommt keine Abmahnung, aber ihr seid Nachmacher, das wisst ihr, ne? So, also weil wir haben viele YouTube-Videos, wo wir dieses Set haben, das habt ihr abgeguckt. Aber okay. Dann bei der normalen Oculus-Brille, die die meisten jetzt haben, ne? Die normale Oculus-Brille ist erstmal viel, viel größer, viel schwerer, weil der Akku auch mit drin ist. Und du hast dann eben noch die beiden Handsender, mit denen du arbeitest. Jetzt hast du die Steuerung über deine Pupille. Hör mal, wie geil ist das denn? Mit deiner Pupille wählst du die einzelnen Icons an. Wahnsinn. Die Oberfläche solltest du kennen. Wenn du schon mal eine VR-Brille aufhattest, dann kennst du die Oberfläche. Das ist jetzt nicht so grandios neu. Wobei, es sieht sehr 3D aus. Sie nutzen wirklich die Tiefe des Raumes. Aber das Geilste ist wirklich, über deine Pupille wählst du die eigenen Icons an und dann, du hast nichts in der Hand und trotzdem erkennt die Brille, dass du gerade mit deinem Zeigefinger eine Bewegung machst und steuerst damit das. Mega, oder? Wow. Grundlegend für die Apple Vision Pro ist, dass du von anderen Personen nicht isoliert bist. Wenn jemand anderes mit dir im Raum ist, kannst du ihn sehen und er sieht dich. Da du nicht durch einen Display eingeschränkt bist, leben Apps direkt in deinem Raum. Deine Fotos können lebensgroß sein oder jede mögliche Größe. So verwandelt sich dein Wohnzimmer in eine Galerie. Und Panoramen umwickeln dich so, als wärst du genau dort, wo du sie fotografiert hast. Das könnte disruptiv sein für die Fernsehindustrie. Wer kauft sich jetzt so einen 4K-Monster-Fernseher, wenn er das Ganze auch
unterwegs, in seinem Auto, im Flugzeug, im Hotelzimmer, wenn er das einfach, er setzt die Brille auf, die sieht wirklich bequem aus und du hast, wow, so einen Screen. Und du kannst dich dann auch bewegen in die... Hammer, oder? So, und dann kennt ihr diese ganzen witzigen Videos, wo Kinder irgendwie mit so einer Oculus-Brille spielen und sie boxen dann oder spielen Tennis und dann kommt die kleine Schwester rein und steht davor und das ist jetzt vorbei. Schade. Gab schöne Videos. Können wir eigentlich so ein Video reinschneiden? Das ist jetzt vorbei, weil wenn die kleine Schwester im Raum ist, dann siehst du die. Ja, jetzt siehst du sie. Apple Vision Pro ist Apples allererste 3D-Kamera. Jetzt kannst du Fotos und Videos mit bemerkenswerter Tiefe festhalten. Erlebe Erinnerung so, als wärst du wieder genau dort in diesem Moment. Erlebnisse in der Vision Pro können außerdem in 3 Dimensionen erweitert werden und deinen gesamten Raum füllen. So wie in der Mindfulness-App, wo du einen Moment der Stille kreieren kannst. Apple Vision Pro bringt den Maßstab und das Wunder von Kinosälen in genau den Raum, wo du gerade bist. Sie dunkelt den Raum automatisch ab und kreiert ein wunderschönes Leuchten. Außerdem kannst du den Bildschirm so weit vergrößern, wie du es möchtest. Der räumliche Sound umringt dich und gibt dir das Gefühl, als wärst du Teil des Geschehens. Für ein außergewöhnliches filmisches Erlebnis kannst du eine wunderschöne Umgebung hinzufügen, indem du deinen Bildschirm auf 30 Meter erweiterst. Vision Pro ist eine wunderbare Art und Weise, deine Lieblingsspiele zu spielen. Verbinde einfach deinen Controller und spiel auf einem riesigen Bildschirm mit unglaublichem Sound. Mit Apple Vision Pro kannst du den perfekten Arbeitsplatz erschaffen, egal wo du bist. Das Internet erweckt mit einem fantastischen Maßstab zum Leben. Texte sind glasklar und leicht zu lesen. Im Internet stöbern fühlt sich neu an. Und Safari erweitert sich, damit du alle deine offenen Tabs sehen kannst. Deine Lieblings-Apps von Apple und der App Store sind genau da. Du kannst sie anordnen, wie du möchtest und nahtlos von App zu App arbeiten. FaceTime klingt und sieht erstaunlich aus in der Apple Vision Pro. Du siehst Menschen in Lebensgröße. Und dank dem räumlichen Sound hört es sich so an, als wären sie direkt vor dir. So werden Gespräche natürlicher und Zusammenarbeiten noch einfacher. Weil du die Welt um dich herum siehst, kannst du einen Blick auf Benachrichtigungen werfen und dich mit deinem Mac verbinden, indem du ihn einfach anschaust. So verwandelst du einen 30 Zoll Bildschirm in einen riesengroßen Display. Ich glaube, das ist nochmal ein wesentlicher Unterschied. Als ich meine Oculus-Brille neu hatte, bis dass ich die endlich konfiguriert hatte. Es hat 3 Stunden gedauert. Keine Ahnung, was ich alles falsch gemacht habe, aber es hat sehr, sehr lang gedauert, bis dass sie endlich richtig lief. Und du musstest dann eben auch über die Tastatur, die da drin war, musstest du dein Passwort eingeben, deine E-Mail-Adresse eingeben und es war mega umständlich. Und jetzt ist es Plug and Play. Du setzt die Brille auf, du hast dein MacBook und die Oberfläche, die Bildschirmoberfläche, die Monitoroberfläche wird gespiegelt in die Brille rein. Unfassbar. Also es ist wirklich, jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Es gibt nicht mehr die Ausrede, ja, das ist mir zu kompliziert. Du hast ein Apple Notebook, ja,
dann ist nichts mehr kompliziert. So, ein Ding noch. Ich habe AirPods. Ne? Das sind die Stecker, die du reinpackst und dann kannst du den Ton eben vom iPhone hören. Und ich habe dazu eine Studie gelesen, was passiert, wenn du ziemlich lange diese AirPods drin hast. Was passiert mit deinem Gehirn, weil da ist eine Strahlung drauf. Und die AirPods, dazwischen sitzt genau dein Gehirn. Und es gibt eine sehr große Studie, nur auf Englisch musst du googeln, welche Wirkungen haben die AirPods oder überhaupt diese Kopfhörer ohne Kabel, welche Wirkungen haben die auf dein Gehirn, wenn du die längere Zeit trägst. Und diese Wirkung ist nicht schön. Und deswegen, ich habe mittlerweile wieder die ganz normalen Kabelkopfhörer. Und wenn ich im Büro WhatsApp-Nachrichten abhöre, solche Sachen, dann habe ich immer die Kabelkopfhörer drin, weil die diese Strahlung nicht haben. Die einzige Ausnahme ist, dass ich im Fitnessstudio, da habe ich dann wirklich die Kopfhörer auf ohne Kabel. Da gehe ich diese Strahlung, das Strahlungsrisiko ein. Aber wenn es nicht sein muss, habe ich das Ganze mit Kabel. So, und wenn ich mir das jetzt anschaue bei der Brille, vermute ich, dass die Strahlenbelastung ziemlich heftig sein wird. Also, jetzt kannst du sagen, Dirk, ey, nimm mal deinen Aluhut ab. Ja, aber wenn du damit wirklich den ganzen Tag arbeitest, wenn du damit irgendwie mal einen Serienabend machst und irgendwie mal 6 Stunden Serien guckst, da bin ich schon neugierig, was passiert dann zwischen deinen Ohren. Also da würde ich noch mal hingucken. So, das ist das einzig Kritische. In der Apple Vision Pro kannst du deinen Raum verwandeln. Wunderschöne Umgebungen bringen dich über die Dimensionen deines Raumes hinaus. Wie zum Beispiel ein Flugzeug. Du kannst Filme jetzt auf einem riesigen Bildschirm in atemberaubender Umgebung schauen. Und entscheidest, wie tief du gehen willst. Um all diese digitalen Erlebnisse in deinem Raum real wirken zu lassen, wird eine außergewöhnliche Menge an Technologie benötigt. Und trotzdem ist die Apple Vision Pro bemerkenswert kompakt und wunderschön. Ein einziges Teil aus dreidimensionalen geformten Verbundglas fungiert als Linie, wodurch die Kameras und Sensoren die Welt widerspiegeln. Sie geht nahtlos in einen federleichten aluminiumlegierten Rahmen über, der sich durch die sanften Kurven an dein Gesicht schmiegt. Und wir haben ein modulares System designt, damit du genau die richtige Passform findest. Die Lichtabdichtung hält Streulicht von deinen Augen fern. Ein sanfter Rahmen passt sich deinen individuellen Merkmalen an. Das Kopfband ist 3D gestrickt, um Dämpfung, Atmungsaktivität und Flexibilität zu gewährleisten. Eine Hochleistungsbatterie reduziert das Gewicht auf ein Minimum und passt ganz leicht in deine Hosentasche. Da du die Apple Vision Pro trägst und deine Augen verdeckt sind, haben wir ein System konstruiert, das fortgeschrittenes maschinelles Lernen nutzt, um dich in FaceTime realistisch darstellen zu können. Deine Persona spiegelt dein Gesicht und Handbewegungen dynamisch wider, sodass andere Menschen beim Reden deine Augen, Hände und echten Ausdrücke sehen. Um den Inhalt überzeugend in den Raum zu platzieren, waren Tausende von bahnbrechenden Innovationen und individuellen Technologien nötig. Die Zoom-Meetings und Team-Meetings, die wir jetzt so kennen, wir sitzen vor dem Computer mit einer Kamera, vor dem Notebook, dann haben wir vielleicht noch im Hintergrund, das wird es dann so nicht mehr geben, weil wir werden dann alle diese Brille aufhaben und über den Planeten verteilt sein und die Meetings so machen. Das wird eine spannende Erfahrung. Übrigens, das gibt es jetzt auch schon. Es gibt ein Interview mit Petra, was ihr auch hier findet bei mir im YouTube-Kanal. Und Petra ist die Geschäftsführerin einer VR-Company,
die sich mit Anwendungsmöglichkeiten für genau diese Hardware beschäftigt. Und bei Petra habe ich meinen ersten Testdrive gehabt, zusammen mit meinem Führungsteam. Und wir waren mal einen Tag lang in VR unterwegs und haben Meetings dort gemacht. Und aktuell läuft das über einen Avatar. Du siehst dann einen Avatar, für den du dich entscheidest. Der hat dann auch noch irgendwie ein Foto von dir. Das ist mal besser, mal weniger gut gelungen. Und das wird sich jetzt ändern. Aus diesen künstlichen Avataren werden dann echte Bilder. Übrigens an der Stelle, wenn du dich dafür interessierst, wie du das Ganze auch beruflich nutzen kannst, wenn du Unternehmer bist, selbstständig bist, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, Kontakt aufzunehmen mit Petra und mal so einen Testdrive zu machen. Aber da gibt es ein entsprechendes Video dann. Da deine Augen die Welt in unglaublicher Auflösung sehen, haben wir ein Micro-OLED-Display-System gebaut, in das 64 Pixel im selben Umfang wie ein einziges iPhone-Pixel passt und 23 Millionen in 2 Panels in Form einer Briefmarke packt. Das ist mehr als ein 4K-Fernseher pro Auge, wodurch du eine umwerfende lebensechte Klarheit erhältst. Apple Vision Pro enthält außerdem unser fortgeschrittenes räumliches Audiosystem. Personalisierter Sound wird direkt auf dein Ohr übermittelt. Audio Raytracing nutzt hochentwickelte Sensoren, um die Materialien und Objekte in deinem Raum zu verstehen, damit der Ton sich so anfühlt, als würde er direkt von der Welt um dich herum kommen. 3D-Mapping bietet ein detailliertes Verständnis von Wänden, Möbeln und sogar Menschen, damit alle Erlebnisse echt aussehen und sich so anhören und anfühlen, so als ob sie physisch da wären. Um einen räumlichen Computer wie Apple Vision Pro aufzutreiben, wurde ein innovatives Dual-Chip-Design benötigt. M2 ermöglicht eine phänomenale Leistung und ein brandneuer Chip, R1, verarbeitet Sensordaten mit einer unglaublichen Geschwindigkeit und eliminiert Verzögerungen virtuell, sodass Erlebnisse in Echtzeit direkt vor deinem Auge stattfinden. Ein wundervoller neuer Weg, um Apps zu nutzen, die wir lieben. Ein kraftvoller Weg, um unsere Erinnerung wieder zu erleben. Ein tiefgründiger neuer Weg, um zusammen zu sein. Und ein magischer Weg, um in Entertainment einzutauchen. Die Ära vom räumlichen Computer hat begonnen. Das ist die Apple Vision Pro. Hammer, oder? Wow. Also, wenn du mehr wissen möchtest zu den Anwendungsmöglichkeiten, dann findest du hier den Link zu Petra und dem Testdrive. Und hier findest du das Video mit dem Interview mit Petra. Guck's dir an.